Ja, das NAPA-Projekt ist für mich eigentlich eine völlig neuartige Art der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Wir arbeiten ja mit landwirtschaftlichen Betrieben zusammen, die aus meiner Sicht wirklich als Leuchtturmbetriebe angesehen werden können, wo sehr viele neuartige Ideen drin ausprobiert werden. Und wir haben als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Chance, hier Daten zu sammeln, die es so in dieser Form bisher nicht gab. Die Herausforderung im NAPA-Projekt ist ja vor allem, dass wir von praktisch jeder Woche auch eine Insektenprobe haben wollen und das an ganz vielen Standorten. Das erfordert natürlich eine Art von Logistik, die wir bis jetzt auch noch nicht geschultert hatten. Wir haben bis jetzt schon durchaus auch öfters im Jahr Sachen beprobt, aber sicherlich nicht an 50 Wochen. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall die Landwirte und Landwirtinnen, die für uns dann im Prinzip die Probengefäße ausleeren. Und wir haben natürlich einen riesigen logistischen Aufwand. Wir müssen mit 2 Teams eine Nord- und eine Südrunde abfahren, um hier alle Standorte mehrmals im Jahr abklappern zu können. Und wir machen dann ja wirklich Boden, Wasser, Luft, sage ich mal, also alle verschiedenen Systeme proben wir einmal. Und das wird häufig unterschätzt, wie groß der personelle und logistische Aufwand bei solchen Projekten ist. In dem NAPA-Projekt sind wir am Museum König 4 Vollzeitkräfte. Ich koordiniere das Projekt, wir haben 2 Doktoranden und ein TA. Dazu unterstützen verschiedene Hiwis. Wir haben auch Bachelor- und Masterstudierenden, die mitarbeiten. Das NAPA-Team am ZBM koordiniert die Probennahme gemeinsam mit den Landwirten, sodass wir jede Woche Proben von den Ventraps sammeln können. Dazu fahren wir auch 4-mal im Jahr ganz Deutschland um, sodass wir andere Fangmöglichkeiten machen. Mit den Ventraps erfassen wir die Tiere, die durch den Luft fliegen. Das heißt hauptsächlich Insekten, aber wir fangen auch manchmal Spinnen und andere Tiere, die von der Luft transportiert sind. Die Ventraps sind wöchentlich gelehrt von unseren teilnehmenden Landwirten oder Landwirtinnen. Daher haben wir einen so gut wie wöchentlichen Blick in, was durch die Luft fliegt auf dem Acker. Außerdem erfassen wir alles, was auf dem Boden lebt, durch Pitfall-Traps. Das sind Fallen, die in die Boden eingegraben sind. Tiere wie Käfer, Spinnen, Tausendfüßler laufen auf dem Boden herum und fallen in den Trichter rein, sind dann unten in unser Fanggefäß eingefangen. Die unterirdische Leben wird auch mehrmals im Jahr erfasst. Dafür nutzen wir McFadden-Kerne. Wir ziehen einen Bodenkerne aus, extrahieren die Tiere und zählen dann die Milben, die Kohlenbohren und die anderen kleinen Lebewesen, die unter dem Boden aktiv sind. Während wir in die Felder sind, erfassen wir auch andere Faktoren, die die Lebewesen beeinflussen können. So, wir sammeln nicht nur die Tiere, sondern auch Daten über die Temperatur, über Bodenparameter, über die Wachstumsphase der Ackerfrucht und der Blühstreifen. Wir bringen die Proben dann zurück zur ZBM hier in Bonn. In meiner Doktorarbeit im Rahmen dieses Projekts beschäftige ich mich mit der Frage, wie der Einfluss des Blühstreifens auf die Agrarlandschaft halt vom Blühstreifen aus ins Feld hinein sich entwickelt. Und dabei untersuchen wir unter anderem Landschaftsfaktoren, die noch eine Rolle spielen, Insektengemeinschaften, Spinnentiergemeinschaften, vielleicht auch sowas wie räuberische Insekten, Bestäuber und Nützlingsgemeinschaften. Wenn die Proben bei uns im Museum in König ankommen, dann haben wir alle Flaschen dabei und schütten die als nächstes in Filter, filtrieren die Proben also, wiegen die und dann werden die in Ethanol verpackt, um kurzfristig und langfristig gelagert zu werden, bevor sie dann weiter bestimmt werden. Wir sortieren die Mischprobe dann weiter, zählen die einzelnen Artengruppen und bestimmen einzelne Insekten und Spinnentiere auf niedrigeres Niveau. Die Ergebnisse, die wir aus unseren Analysen dann gewinnen, sind die räumliche und zeitliche Verteilung der Insekten und Spinnentiere in den Agrarlandschaften, die wir untersuchen, sowie die Häufigkeit und eben die Vielfalt der Biodiversität auf der untersuchten Fläche. Also am NAPA-Projekt finde ich besonders, dass nicht nur die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
Fragen stellen oder beantworten, sondern auch die Landwirte und Landwirtinnen. Das heißt, ich habe selber einige Sachen gelernt, viele Sachen, durch Dialog mit den Landwirten. Das ist eigentlich das, was es für mich spannend macht, dass wir gemeinsam Lösungen suchen können, die auch wirklich funktionieren.